Hallo ihr Lieben, ich bin am Schwächeln. Ich habe eine kleine Erkältung, ihr seht's, ich sehe mies aus. Egal. Ich hoffe nicht, dass mein Video so mies aussieht. Hier ist Teil 5 von meiner Korsika-Reihe 2025. Ihr habt gesehen, wie wir die Insel umrundet haben. Und jetzt geht es aber weiter durch die Spelunka-Schlucht. Wir haben Korte besucht, die heimliche Hauptstadt von Korsika. Das kann man da wirklich sagen, die ist total urtümlich. Wir haben die Innenstadt besucht, waren da auf einem Campingplatz, Restonica, wie der gleichnamige Fluss, der mitten da durchläuft. Man glaubt gar nicht, dass man in der Innenstadt ist, von der heimlichen Hauptstadt Korsikas. Und von da aus, da haben wir 2 Nächte übernachtet. Von da aus sind wir dann weiter wieder Richtung Ostküste. Auf dem Weg dahin haben wir dann wohl die Ponte Nuova besucht. Ich kann es schlecht aussprechen. Das ist die Brücke, wo Pasquale Paoli, der Mann, der wird da total verehrt, die letzte Schlacht verloren hat gegen die Franzosen. Und somit hat Korsika da die Unabhängigkeit verloren. Sehr schade. Naja, und von da aus sind wir dann wieder weiter Richtung Kap Kors. All das zeige ich euch jetzt und ich hoffe, dass ihr wieder dabei bleibt, interessiert seid und ja, habt Spaß. Bis dann. Brücke. Und Leute, jetzt genau hier an dieser Stelle. Ja, schon gut. Ihr habt schon gesehen im letzten Teil, das ist hier die Ecke, wo wir die Insel einmal umrundet hatten. Wir starten in Ota. Dort, wo die Spelunka-Schlucht beginnt. Schroffe Felsen, alte Brücken, türkisfarbenes Wasser. Der Weg steigt hinauf nach Evisa, der Wald von Aibdet nach Pinien und kaltem Bergwind. Hinter dem Col de Vergio taucht die Scala di Santa Regina auf. Eine enge Granitklamm, in der der Golo-Fluss tobt. Und wer weiterfährt bis Korte, erlebt zum Schluss die Restonica-Schlucht. Glasklare Becken, Stille und das Gefühl, mitten im echten Korsika zu sein. Ja, und genau das wollten wir, das echte Korsika spüren. Und wo kann man das am besten? In Korte. Ich zeige euch jetzt zunächst mal die ganze Strecke bis dahin. Ein Schweinchen. Ach du Scheiße, die legen sich ja noch hin. Ich weiß nicht, ob ihr Leute sehen. Die Tiere hier sind der Hammer, oder? Die fühlen sich hier auf den Straßen pudelwohl. Und dann kam ein Stück, ich kann es kaum glauben, da kommt man von der Höhe das Meer sehen. Guckt ihr da? Ist doch Meer, oder? Ja. Evisa liegt auf 850 Metern Höhe, hat 200 Einwohner. Von hier aus starten mehrere Wanderungen, wie zum Beispiel auch zur Spelunka-Schlucht. Im Herbst riecht hier wohl alles nach Kastanien. Schweinchen links. Ja. Und so wie unsere Kira gerade sagte, sind wir jetzt im Wald von Aitone. Ja, auch wieder freilaufende Tiere und hier duftet es herrlich nach Pinien. Die Ausblicke hier sind grandios. Das hier dürfte der Stausee in Albertace sein, im Landesinneren. Da fahren wir jetzt vorbei. Aber vorher noch dieses Panorama. Vor uns ragt der Monte Cinto auf, 2706 Meter hoch, der stolze Riese Korsikas. Sein felsiges Gesicht fängt das Licht der Sonne ein, wechselt von Grau zu Rot und Gold. Wer ihn sieht, spürt sofort, das ist das wilde Herz dieser Insel. Jetzt geht es durch Albertace. Albertace liegt im Herzen Korsikas, am Rand des Niolo-Tals, unweit des Stausees Calacuccia. Umgeben von hohen Bergen und Kastanienwäldern ist es einer der höchstgelegenen Orte der Insel. Hier spürt man das echte Berg-Korsika. Klare Luft, alte Steinhäuser, kaum Verkehr. Vom See aus sieht man den Monte Cinto, den höchsten Gipfel Korsikas. Ein Ort, der wirkt, als wäre die Zeit stehen geblieben. Auf der rechten Seite seht ihr das Bergmassiv, wo wir rum müssen. Dahinter liegt Korte. Hier, im wilden Herzen Korsikas, schneidet sich der Canyon de la Ruda tief in das Gestein. Unten rauscht der Golo, der längste Fluss der Insel, geboren am Monte Cinto. Kristallklares Wasser, eingerahmt von schroffen Felsen und uralten Pinien. Ein Stück ungezähmte Natur, wie man sie heute kaum noch findet.
Korte da unten. Ja, da lassen wir direkt mal die Drohne steigen. Da kann ich direkt mal was aufklären, weil jetzt, wo die Drohne hier aufsteigt, seht ihr ganz oben links die Ecke, den Monte Cinto, haben wir ja gerade gelernt. Und in meiner Korsika-Reihe vom letzten Jahr habe ich euch erzählt, dass der Berg hier wohl der Monte Cinto sei. Das habe ich zumindest stark vermutet. Ist er nicht, habe ich total Blödsinn erzählt. Ich werde demnächst viel besser recherchieren. Sorry nochmal dafür. Herrliche Ecke hier, oder? Wir konnten es gar nicht mehr abwarten, jetzt nach Grotte endlich zu kommen. Mal sehen, was uns da erwartet. Leute, wir haben 4 Uhr, wir sind angekommen. Hört mal. Oh, da durch die Bäume sehe ich Räumlichkeiten. Räumlichkeiten? Wie vornehm. Da oben. Da ist die Zitadelle. Ich weiß nicht, ob man sie sieht. Das Rauschen vom Bach ist schön, ne? Ja, die Zitadelle sieht man mit Sicherheit. Ich zoome mal ran hier. Ja, da ist sie. Und da wollen wir den nächsten Tag drauf, die Ulla und ich. Naja, ich glaube, das sieht man gar nicht. Auf jeden Fall ist der Bach hier sehr entspannend vom Geräusch her. Alles funktioniert. Ja, wir standen. Und wir standen hier so schön, dass ich euch von diesem unscheinbaren schönen Platz unbedingt noch mehr zeigen möchte. Die Ulla und ich, wir empfanden diesen Platz im Nachhinein tatsächlich für was ganz Besonderes. Sehr angenehm hier. Nicht zu warm, nicht zu kalt. Nicht nur die Temperaturen Tag und Nacht waren hier im Mai richtig schön. Auch das permanente Geräusch des Baches, Tag und Nacht, das brachte irgendwie was Wunderbares, Beruhigendes mit sich. Somit hatten wir hier 2 richtig schöne Nächte. Nichts los. Tote Hose. 2 Tage später war dann hier mehr los. Da, wo wir jetzt gerade drauf zulaufen, das ist die Einfahrt und ist für große Wohnmobile nicht geeignet. Das ist eine Preisliste. Im mittleren Teil war noch eine zweite Auffahrt, die war etwas größer. Müsste aber sicherlich mit der Betreiberin abgesprochen sein, weil da ist permanent verriegelt. Diese ist übrigens überaus zuvorkommend. Absolut freundlich, die nimmt sich Zeit, auch wenn man mal nicht so gut Französisch spricht. Mit Händen und Füßen geht das alles. Also wir haben uns so toll unterhalten. Hinzu kommt, genauso leidenschaftlich führt ihr hier ihren Campingplatz. Der ist zwar handwerklich schlicht gehalten, aber hier war alles picobello sauber und hier roch es richtig. Ja, das war am Duften hier. Kann man nicht anders sagen. Schön hier. Angenehm. Hier rechts hinter der Holztüre, da sind die Toiletten, die waren auch picobello sauber. Und Klobrille. Richtig schnucklig gemacht. Guck mal, da unten ist ein Klo. Ach, hier sind noch Stellplätze, Zeltplätze. Das ist ja Wahnsinn. Da oben kannst du sitzen. Schön. Der ist aber schnucklig. Und irgendwie liebevoll gemacht. Tja. Kleine Terrasse da. Da kannst du zum Fluss gehen. Schaut mal, hier ist noch ein schönes Sanitär. Hier sieht die urig aus. Hier. Ein alter Keller. Das ist ja schön. Riecht jetzt auch so lecker. Kannst dich schön waschen und frisch machen. Der ist ja vom Feinsten hier. Schön. So, jetzt gehen wir mal zum Wasser. Hier ist nochmal Strom für die Plätze da. Kommst du wohl mit Wohnmobil nicht hin. Absolut für Zelte. So, und nun zum Fluss Restonica. Die Restonica, ein wilder Bergfluss im Herzen Korsikas. Er entspringt am See Lac de Melo auf über 1700 Metern Höhe, fließt rund 14 Kilometer durch enge Schluchten bis nach Korte. Glasklares Wasser, eiskalt selbst im Sommer,
gespeist von Schneeschmelze und Quellen, im Winter oft unzugänglich, im Sommer ein Paradies für Wanderer, Drohnen und Naturfreunde. Stürme und Regen können ihn binnen Stunden anschwellen lassen. Reine Naturkraft in ihrer schönsten Form. Der Schieber, den wir gerade da ganz hinten gesehen haben, am Ende vom Platz, hat irgendwas mit der Rinne hier zu tun. Ich denke mal, das ist irgendeine Bewässerung. Weil die geht von vorne bis hinten. Das war das übrigens, was diese nette Betreiberin mir mit Händen und Füßen erklärt hat, weil ich danach gefragt hatte, was diese Rinne zu bedeuten hat. Voller Respekt und Demut zu ihren Ahnen machte sie mir klar, dass hier früher Wäsche gewaschen wurde und ihre Mutter und Großmutter hier noch richtig körperlich hart gearbeitet haben. Auf den Freiflächen hier wurde da die Wäsche dann getrocknet. Da kann man jetzt schön zelten. Das ist klasse hier, voller Geschichte. Übrigens, hier kann man auch richtig leckeren, selbstgemachten Honig kaufen. An der Restonica floss früher nicht nur kristallklares Wasser. Hier wuschen die Cortenais generationslang ihre Wäsche, nutzten Lavu und Pozzi als Gemeinschaftsplätze, bis Brunnen und Waschhäuser die Arbeit in die Stadt holten. Heute sind es die Naturbecken, die uns an diese Alltagstradition erinnern. Ja, voller Geschichte hier. Und deswegen ging ich dann den Tag danach auch in die Innenstadt. Wir sind in Korte, wir haben Sonntag. Und ich fange schon an zu hecheln hier. Der Berg, der geht hier hoch, die Kamera sieht er bestimmt nicht. Der Campingplatz ist wirklich schön. Und die Betreiberin ist super, super nett. Mit der haben wir gerade gesprochen. Mit Händen und Füßen das, was ich euch gerade geschildert habe. Warte mal, Maus, ich habe gerade mal ein paar schöne Sachen zum Aufnehmen. Schaut mal, Leute, wie schön das aussieht. Direkt am Eingang von unserem Campingplatz, der leider nur 2 Sterne hat. Und ich muss sagen, der ist so wahnsinnig gut gepflegt. Der hätte 3 verdient, oder? Ja. Der ist wirklich schön. Ja, der Doofe ist, der hat Keine Abwasserentsorgung. Abwasserentsorgung. Aber hier, ich halte noch mal drauf. So sah die Werbetafel bei unserem Aufenthalt aus. Und wir hoffen sehr, dass es jetzt so aussieht, beziehungsweise es wurde restauriert. Also noch schöner. Die Stadt, die hat was, ne? Ja.
Wer durch die alten Gassen von Corte läuft, sieht überall dieselben Worte. Gloria a te, Ivan. Das heißt, Ehre dir, Ivan. Gemeint ist Ivan Colonna, ein korsischer Nationalist, der 1998 unter Verdacht geriet, den französischen Präfekten Claude Erignac in Ajaccio erschossen zu haben. Nach Jahren im Untergrund wurde er 2003 gefasst und später zu lebenslanger Haft verurteilt. Als er 2022 im Gefängnis starb, wurde er für viele Korsen zum Symbol des Widerstands. Und seine Botschaft lebt hier weiter. Auf jeder Mauer von Corte. Ja, im Gefängnis starb er nicht einfach so, sondern der wurde da getötet. Hier ist er. Mein Vorbild. Pasquale Paoli. Babbo oder Baba Paoli ist ein liebevoller Spitzname, der auf Korsika weit verbreitet ist. Nationalheld und Gründer des unabhängigen korsischen Staates 1755 bis 1769. Leider sehr kurz, finde ich. Er gilt als Vater der korsischen Nation. Nicht nur der Stadt Corte, auch wenn Corte seine Hauptstadt war. Ohne Pasquale Paoli wäre heutzutage die Universität mit Sicherheit hier nicht in Corte. Leider starb Pasquale Paoli in London nach jahrzehntelangem Exil. Schade. Hier kann man herrlich durch die Gassen schlendern. Wahnsinn. Ja, Wahnsinn, weil das ist alles so urtümlich. Man fühlt sich hier so... Ja, es ist Wahnsinnsgeschichte normal, ne? Die heimliche Hauptstadt von Korsika. Wir waren sehr dankbar und demütig, diese wunderschöne Stadt besuchen zu dürfen. Da wollen wir hoch. Da darf man nicht. Hier ist privat. Privat. Jetzt ein Päuschen machen. Oh, hier wird aber schön, guck mal. Im Innenhof der Zitadelle waren wir zwar auch, aber wir haben keine Bilder gemacht. Die Ola und ich, wir empfanden das Ding als großen Parkplatz. Und in die Gebäude kamen wir eh nicht rein. Somit sind wir dann hier auf den Turm geklettert. Der ist übrigens kostenlos und man hat eine traumhafte Aussicht über Corte. Hier auf 12 Uhr, da liegt schon unser Campingplatz in dem Grün. Universität. Ulla. Da muss ich aber festhalten, wa? Oh, ein Wohnmobilstellplatz, guck mal. Guck mal, die stehen in der Gumpe da. Die Wohnmobilstellplätze, die liegen immer schön versteckt hier im Grün an den Flüssen, die hier Corte hat. Herrlich. Hier findet ihr auf jeden Fall einen Platz. Möchtest du ein schönes Selfie-Bildchen machen hier? Ja. Die Ulla hat mir einen Hut gekauft. Die Ulla ist jetzt noch kleiner geworden. Seht ihr das? Und jetzt wird die wieder größer. So. Fall ich um. Und da steht wieder ein Freiheitskämpfer. In Corte steht das Denkmal von Jean-Pierre Gaffori, geboren 1704. Er war General im Kampf der Korsen gegen die genuesische Herrschaft. Als die Feinde seine Frau und seinen Sohn als Geisel nahmen, befahl er trotzdem weiter zu feuern. Und seine Frau rief von der Festung: Feuer! Lieber sterben, als sich beugen. Gaffori wurde 1753 in Corte ermordet, doch sein Mut machte ihn zum Symbol des korsischen Freiheitswillens. Sein Denkmal steht übrigens vor seinem Geburtshaus. Dort ist er 1704 geboren worden. Er war bis zu seinem Tod 1753 General der Nation Korsikas. Ob sich Jean-Pierre mit Paoli irgendwann mal getroffen hat, dafür gibt es keine Belege. Aber eins ist sicher: Jean-Pierre Gaffori war richtungsweisend für die Zeit, die dann kam mit Paoli, der dann 2 Jahre später 1755 General der Nation Korsika wurde. Überaus interessant, oder? Jetzt aber erstmal Schluss mit Geschichte. Wir haben nämlich ein wunderschönes kleines Töpferlädchen gefunden. Ich glaube, ich würde ihn nochmal hinfinden. Irgendwo versteckt in den Gassen war das. Jetzt sind wir aber mitten. Guck dir das mal an, wie verwinkelt das alles ist. Ja.
Eine Hose hängen. Willst du da rein oder was? So wahnsinnig. Ja. Eine Sekunde bitte, ja? Ach, da ist der Töpferland. Ja, hier eine alte Töpferei. Die Dame hat uns gerade erlaubt, ein bisschen zu filmen. Ja, danke nochmal an die Dame. Und da drüben die Ulla, die ist schon voll in ihrem Element. Und? Kannst du was sehen? Ganz schöne Schmuckstücke. Mit eingelassenen, eingefassten. Boah, hat die das schön gemacht hier, oder? Schön, ne? Ja. Kannst du den Hund nehmen? Dann bin ich sicher. Mir ist gut, alles gut. Also. Sehr schön. Wollen wir irgendwas kaufen? Ich habe da ein paar Ohrringe gesehen. Ohrringe, da habe ich auch was von. Das ist eine gute Idee. Das ist eine schöne Schale. Die Uli bekam ihre Ohrringe und ich eine Tasse. Ja, und dann sind wir wieder zurück. Nach einer herrlichen Nacht bei Flussgeplätscher waren wir dann auch schon wieder einen Tag älter. Bevor wir jetzt abreisten, wollte ich noch diese schöne Kapelle besuchen, Chapelle Saint-Antoine. Wieder mal in perfektem Französisch. 26.05.2025. Wir sind immer noch in Korte. Schaut mal, da drüben liegt die schöne Stadt. Hier ist der Eingang vom Camping Rastonica. Mich interessieren Gotteshäuser jeglicher Art. Ich finde die wunderschön. Dabei ist mir auch wurscht, ob die klein oder groß sind, so wie hier jetzt die Kapelle. Schaut euch mal an, wie liebevoll die hier gestaltet wird. Gehegt und gepflegt. Wunderschön, oder? Ja, und ihr erinnert euch sicherlich, unser zweites Enkelkind war geboren. Wir haben es noch nicht mal gesehen. Die Ulla und ich, wir wurden langsam ungeduldig. Ja, und dann habe ich hier ein Kerzchen angemacht. Wer weiß, wofür es gut ist, ne? Die Chapelle Saint-Antoine in Korte wirkt klein, aber sie erzählt eine große Geschichte. Gebaut wurde sie 1826 vom Herzog von Padua als Andenken an seinen Bruder. Seitdem ist sie ein Zufluchtsort für Menschen, die Hoffnung suchen. Drinnen hängen Dutzende Votivtafeln, stille Dankeschöns für erhörte Gebete. Die Kapelle ist dem heiligen Antonius von Padua gewidmet, dem Schutzpatron für verlorene Dinge und verlorene Momente. Jedes Jahr am 13. Juni wird hier gefeiert, gebetet und die Statue durch Korte getragen. Ein schlichter Bau, aber voller Geschichten, Glaube und echter korsischer Tradition. Ja, da haben wir's. Auch die kleinen Dinge sind sehr stark bedeutsam, oder? Und unser Enkel ist jetzt durch diese kleine Kapelle gesegnet. Ja, guten Morgen. Morgen. Ich habe schon das schöne Küchenvideo gemacht. Die machen wir auf jeden Fall rein, beziehungsweise die Kapelle. Aber jetzt geht's los. Muppi, wie spät haben wir? Wir haben 5 Minuten vor 10. Wir fahren jetzt vom Campingplatz Rastonica. Der war super schön mitten in Korte. Und wir beide sehen aus wie die Mafiosis. Weil die Ulla hat gelesen, es gibt eine korsische Mafia. Ja, Ulla? Mhm. So, das ist ein bisschen twiggy hier rauszufahren. Weil auch hier sind die Bäume nicht so geschnitten, wie man es gerne hätte. Jetzt drehen wir die Kamera um. Das war ein Platz ganz nach unserem Geschmack. Ich blende euch wie am Anfang nochmal die Gesamtkosten ein. Und nette Leute lernt man hier auch noch kennen. Alles gut, ihr zwei. Ja, ihr auch. Ciao. Ja, wo ging es denn? Wir wollten nach Cap Corse. Da wollten wir zu einem Campingplatz, den wir schon kannten. Aber auf dem Weg dahin ist noch was Interessantes. Nämlich die Ponte Novo. Die Schicksalsbrücke der Korsen. Ja, und die ganze Strecke von Korte bis nach Bastia, da geht schön der Gollo hier rechts. Längster Fluss von Korsika. Und hier das breiteste Lächeln von Ulla.
Was man mit Bildbearbeitung alles machen kann, oder? Ja, sorry Uli, ich weiß, das ist eine Charakterschwäche von mir. Immer bin ich die Uli am Veräppeln. Ja, und wo steht die Uli hier? Mitten auf der Brücke, auf der Ponte Novo, an dem die heiße Schlacht geschlagen wurde am 9. Mai 1769. Jedes Jahr wird hier zum Gedenken, treffen sich hier alle Kursen, da ist hier richtig was los. Ich hoffe, ich kann euch da ein bisschen mitnehmen. Die entscheidende Schlacht der Unabhängigkeit, der verlorenen Unabhängigkeit von Korsika, war hier 1769. Und zwar wollte Pasquale Paoli nicht einsehen, dass er einfach so verkauft wurde an den Genuesen. Und somit kamen die Franzosen mit König Ludwig XV. Und am 9. Mai 1769 war hier dann die entscheidende Schlacht. Und da war es aus mit der Unabhängigkeit von Korsika. Am 9. Mai jedes Jahr kommen die Korsen hin und bedauern noch diesen unheilsamen Vorfall. Man muss sich vorstellen, ja, wie bei Trumpi heutzutage, ich bin ein großer Staat, ich habe Macht, ich kaufe euch einfach Grönland. Hat man das früher einfach so vollzogen. Für mich persönlich nicht richtig. Der eine oder andere würde vielleicht sagen, immer Frankreich, da hätte sie ihn hier schlechter treffen können, aber das war früher schon so. Ich hoffe nicht, dass das sich bewahrheiten wird in unserer Zeit nochmal. Hier kommen Schulklassen hin von den Kursen und dann kriegen die ihre Geschichte hier beigebracht, damit man den Tag nicht vergisst. Ja, und was ich jetzt nicht mehr vergesse, ist die liebe, direkte Art des Kursen, unmissverständlich Dinge klarzustellen. Siehe hier. Leute, die haben hier Bilder, die sind vom Feinsten. Also ich weiß noch nicht, wie ich das deuten soll, aber was soll das wohl heißen hier? Hä? Wie soll ich das denn verstehen? Ja, das ist so zu verstehen. Hier an der Ponte ist so eine wunderschöne, liebevoll gemachte Miniaturlandschaft. Und da müssen wohl Leute vorgepinkelt haben, oder was? Ja, und das wollen die Kursen natürlich nicht. Sehr gut zu verstehen. Ich mag die Kursen. Schön gemacht, oder? Hier genießt die Ulla gerade, wie toll ich dufte. Ja, und heutzutage überrollen die dich hier. Heute schießt sich hier keiner mehr, sondern heutzutage wirst du überfahren. Ulla ist schon auf der anderen Seite. A Libertad. Nur wenige Meter ist hier dieser Parkplatz. Übrigens, hier ist alles kostenlos. Eintritt und Parkplatz kostet nichts. Da stehen wir schon. So, und jetzt müssen wir einkaufen. Wir robben uns schon mal Richtung Bastia. Wir haben noch ein paar Tage, wir haben heute Montag und am Donnerstag um 11 Uhr geht erst unsere Fähre. Ja, aber jetzt kaufen wir noch ein und suchen uns noch ein schönes Plätzchen, um noch mal so richtig den Urlaub ausklingen zu lassen. Die Uli und ich, wir wollten schwimmen. Es war uns egal, ob wir jetzt im Meer schwimmen oder in einen schönen Pool. Wir fuhren am Fährhafen Bastia vorbei, in den Finger von Korsika rein, Cap Corse, zu einem Campingplatz, den wir schon kannten. Die Strecke hatte so knapp 70 Kilometer. Letztes Jahr hieß der Platz noch Aria Marina, jetzt heißt er Camping Vista Mare. Wir haben Mittagszeit und deswegen bin ich jetzt am Campingplatz ein paar Meter dran vorbeigedüst und wollte die Spitze von Cap Corse filmen. Tue ich auch, aber das sind nicht die kleinen Inselchen, also nicht das kleine Inselchen, was vor Cap Corse ist. Das sind zwei kleine andere, da ist so ein Turm drauf. Also wir sind nicht ganz auf der Spitze, der Rest, muss ich auch sagen, der interessiert uns nicht. Vielleicht machen wir das später nochmal, weil wir haben schon entschieden, wir kommen hier nochmal hin. Wir drehen jetzt und fahren Richtung den Platz, wo wir schon mal gestanden haben, als wir das erste Mal hier auf Korsika waren. Ja, wir stehen. Da. Haben die alles neu gemacht hier. Im Gegensatz zu letztes Jahr. Ich kann mich noch erinnern, wo wir hier zu Fuß über die Wiese gelaufen sind.
Die Wiese, die ist dem Radlader zum Opfer gefallen. Hier sah es aus wie auf einer Mondlandschaft. Sehr lobenswert, alle Plätze schön begradigt, aber die Vegetation ließ noch zu wünschen übrig. Super Vorteil, hier gibt's jetzt eine Entsorgungsstation. Klasse. Der Platz, der half uns dabei, noch eine Erkenntnis, schlauer zu werden. Aber dazu gleich mehr. Ich zeige euch erstmal den Pool. Gemacht hier, sehr einladend, hier mit den ganzen Polstern. Cool. Herrliche Ecke hier. Die nehme ich mit nach Hause. Schaut mal, wie schön. Ja, ich fand es natürlich schön, weil kein Mensch hier war. Vor lauter Euphorie war uns beiden noch gar nicht völlig klar, dass das Ganze ja irgendwie finanziert werden muss. Logisch. Wir freuen uns erstmal auf den Pool. Auf jeden Fall ist hier hinter super Pool. Yeah. Vista Mare, Meerblick, kommt hier am Pool zu tragen, weil das ist auch so ziemlich das Einzige, wo man das Meer von aus sieht. Jedoch ist der Pool unschlagbar. Das ist herrlich, hier drin zu schwimmen. Danke auch nochmal an den neuen Campingbetreiber für das leckere Willkommensgetränk. Der Platz letztes Jahr kostete übrigens 27 €. Ja, Tennisplatz, komplett neu. Da ist doch noch Glas. Guck mal. Schön machen die das. Hier unsere Erkenntnis. Vor lauter Schönheit standen wir hier keine Übernachtung mehr. Wir stehen wohl eher auf das Schlichte und Einfache. Zumindest brauchen wir keinen Tennisplatz. 27.05. Dienstag. Wir sind immer noch auf Korsika. Immer noch geht am Donnerstag die Fähre um 11 Uhr. Ja. Oh, das ist ein schönes Bild. Ich glaube, das sieht man gar nicht. Ich hoffe, die Kamera kann das erkennen, ne? Weil es gegen die Sonne. Da glitzert das Meer. Schön, ne? Wir fuhren jedenfalls weiter. Und alles, was da jetzt kommt, muss ich euch im 6. und letzten Teil zeigen. Hier schon mal ein kleiner Vorgeschmack. Den letzten Platz, den wir dann nutzten, den kennt wahrscheinlich jeder. Der ist direkt in der Nähe von Bastia. Wir wollten natürlich in der Nähe vom Hafen bleiben. Der lag direkt am Strand und hatte richtig tolle Sonnenuntergänge. Wir zeigen euch, wie wir die Insel verlassen mit der imposanten Rückreise. Kurz einen Platz in der Schweiz, der strategisch richtig gut liegt. Den kennt ihr schon. Wir finden, der liegt richtig top. Und dann zu guter Letzt, und den findet ihr bestimmt auch klasse, weil ein Platz, der ist kostenlos. Isst du hier Spargel, kannst du hier übernachten. Und hier hatten wir auch eine schöne Übernachtung. Toller Platz. Ich hoffe sehr, unser Video hat euch gefallen. Hier nochmal einen besonderen Dank an meine Abonnenten und an die lieben Menschen, die mir so klasse Kommentare schreiben. Wir sehen uns.